Licht, der Wand. Im Projekt Kairos wird nach ungewöhnlichen Möglichkeiten einer Begegnung von geschichtlicher Vergangenheit und Kunst gesucht. Welche Wechselwirkungen gab es zwischen Kunst und Gesellschaft? Was für Bilder wären entstanden, wenn manche Verhältnisse in den letzten 2000 Jahren auch nur einen etwas anderen Verlauf genommen hätten? Kunst auch erlebbar zu machen, sodass Interessierte den Künstlerpersönlichkeiten und ihren Zeitumständen näher kommen können, ist für uns ein wichtiger Ansatz. Vermeer ist eine spannende Künstlerpersönlichkeit, über die wenig bekannt ist, der aber eine sehr eigene Handschrift trägt, die in mancher Hinsicht den Malern seiner Zeit voraus ist. Wir begeben uns auf seine Spuren. Für unser Vermeer-Experiment hat Christian Zott, Initiator und Kopf des Kairos-Projekts, einen Raum nachbauen lassen, der sowohl von den Accessoires als auch vom Lichtanfall einem typischen Vermeer-Arrangement entspricht. Wir wollen herausfinden, wie der Künstler gearbeitet haben mag und möchten Wolfgang Beltracchi unter vergleichbaren Bedingungen arbeiten lassen. Andreas Lukas, unser Mann für technische Herausforderungen, versucht akribisch nachzuvollziehen, wie es vor rund 350 Jahren gewesen sein mag. Dabei bedienen wir uns ähnlicher Mittel, wie sie um 1670 möglich waren. Hinter einer handtellergroßen konvexen Linse bauen wir also einen dunklen Raum. Groß genug, um auch ein interessiertes Publikum teilhaben zu lassen. Es ist nicht überliefert, ob Vermeer diese Möglichkeit tatsächlich genutzt hat. Deswegen denken wir über zeitgemäße Alternativen nach, die wir parallel ebenfalls ausprobieren. Da habe ich jetzt ein Spiegelbild. Unsere einfache Konstruktion aus einem Spiegel und einer im 45-Grad-Winkel angeordneten Glasscheibe lässt sich zunächst gut an. So geil. Auf der dem Spiegel gegenüberliegenden Glasscheibe zeigt sich ein helles, kontrastreiches Bild des anvisierten Objekts. Transparent genug, um der Abbildung auf einem Maluntergrund mit dem Pinsel zu folgen. Aber schon bald zeigt sich, dass das Gerät als Gestaltungshilfe in der Malerei wenig überzeugt. Man darf den Kopf nicht bewegen. Wir finden schnell zurück zur Camera Obscura und loten ihre Möglichkeiten aus. Eine per Kurbel genau verstellbare Arbeitsplatte ist unverzichtbar, wenn der Maler nicht eine extrem zeitaufwendige Höhenverschiebung händisch vornehmen will. Wir gehen davon aus, dass diese Technik vorhanden und vermutlich die Variation einer Spindelpresse war. Zur Kontrolle wird noch ein wieder verschließbares Loch in den Vorhang geschnitten, damit der Maler sich am lebenden Bild orientieren kann. Worauf wurde projiziert? Wie groß war die Projektion? Hat er die Projektionsfläche bewegen können? Hat er sich eines Spiegels zur Umkehrung des Bildes bedient? Wie hat er seine Hintergründe angelegt? Wir arbeiten die auftretenden Fragen ab, stellen aber schon bei der ersten Betrachtung des projizierten Bildes fest, dass die weichen Kontraste, die zum Rand abfallende Schärfe, die Dämpfung der Farben zu einer vollkommen eigenen, beeindruckenden Anmutung führt, die einen Malstil durchaus inspirieren kann. Noch ein kleines bisschen mehr. Die Versuchsanordnung mag einfach anmuten, aber die Schwierigkeiten stecken in den Details. Der Bereich der scharfen Abbildung, wie ihn die Linse wiedergibt, ist äußerst klein und muss, wenn der Maler seine Vorlage auswerten will, immer wieder nachjustiert Nimm mal werden. dieses Fass in die Hand und dann hältst du das einfach mal neben deinem Kopf. Ja, genau. Boah, guck dir das an. Guck mal. Und plötzlich sind sie da. Die berühmten Lichtpunkte von Vermeer. Ist der Hammer, oder? Ist das der Hammer? Danach kannst du natürlich malen, ne? Ja. Wenn du jetzt hier, da muss aber die Grundierung in dem helleren Grau sein. Nach den letzten Erkenntnissen wird der vorbereitete Untergrund mit einer helleren Farbe übermalt. So ein bisschen Rot drin auch, Ocker, ein bisschen Grau. Dennoch ist die Camera Obscura nicht wie Malen nach Zahlen. Jede Bewegung des Modells verändert die Kontur. Jeder Pinselstrich überdeckt die Projektion. Das Bild lebt. Und für den Maler ist es ein Blindflug. Er muss sich über seine Farben und Mischungen im Klaren sein. Ein Lernprozess, den Wolfgang Beltracchi bis in die Fingerspitzen erfahren, im Schnelldurchlauf absolviert. Und bevor es ans Ganze geht, wird eine Farbstudie angelegt. Ich habe alles, was ich brauche. Man kann sagen, dass die Camera Obscura im 17. Jahrhundert schon ein recht ausgereiftes Medium gewesen ist. Denn schon Aristoteles hat die Camera Obscura rund 350 Jahre vor Christus erwähnt. Sie hat sich im Laufe der Jahrhunderte zu einem beachtenswerten Werkzeug in verschiedenen Disziplinen entwickelt. Das Ohr, dann nehmen wir durch. Erstmal eben eine kurze Zeichnung fürs Ohr. Was ist denn das Öhrchen? Ja, ich mache das immer so, wenn ich Leute porträtiere, normal. Ich zeichne die sehr schnell
Und wenn ich die Zeichnung stehen habe, habe ich ja die Proportionen. Ne? Ja. Dann sage ich, jetzt kannst du dich ruhig mal entspannen, dann male ich ein bisschen, sage ich so, jetzt mal den Mund mal ein bisschen halten, dann male ich diese Partie da. Ne? Und dann so Stück für Stück, dass die nie so ganz, eigentlich ganz still bleiben müssen. Ne? Okay. Ich bin sicher, dass er sie benutzt hat, aber ich bin auch sicher, dass er sie nicht immer benutzt hat, B, nicht ausschließlich in einem Bild. Also er hat sie nicht gebraucht, um das Bild komplett zu malen, ganz sicher nicht. Aber er hat sie benutzt für bestimmte Elemente in den Bildern und er hat sie für diese kleinen Porträts benutzt. Das haben wir ja jetzt heute gesehen. Es ist einfach eine Riesenhilfe. Ja. Und vor allen Dingen, man muss eins bedenken, die Leute konnten ja auch nicht immer so ruhig still sitzen oder eine bestimmte Gestik einhalten, zum Beispiel oder wie auch immer. Ne? Das machst du nicht eine Stunde. Aber das kannst du schon mal 5 Minuten schaffen. Und das kannst du mit dieser Optik in diesen 5 Minuten festhalten und dann nach dem Original weiterarbeiten. Ja? Ich halte es für unabdinglich, dass er auf jeden Fall nach dem Original weitergearbeitet hat. Jawohl.